Guten Morgen, Singapur. Heute ist der zweite Tag. Oder der erste ganze Tag. Oder auch nicht. Wie kann man das nennen? Erster volle Tag. Erster voller Tag, ja, aber... Ja gut, sagen wir mal erster voller Jetzt Tag, haben wir aber... Anreisetag, heute ist der erste richtige. Ja. Ausgeschlafen, kein Jetlag. Gestern noch bisschen was getrunken. Und jetzt starten wir den Tag. Was machen wir heute? Gute Frage ist. Heute gibt's ein Feuerwerk. Um 8 Uhr 15, glaube ich, war es. Mhm. Aber du musst auch früher ansetzen. Gut. Ja, das ist keine guten Plätze zum Sehen. Das ist schön. Jetzt gehen wir. Wohin wollen wir eigentlich? Also wir haben noch nicht gefrühstückt. Wollen wir in Little India vielleicht frühstücken oder so? Essen? Wenn was ist, ruft mich an. Ich komme nach, aber nur wenn ihr in Thailand seid. Also die Treppen, die haben es in sich. Da bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Selamun aleyküm. İnanmıyorum. Aa ben hiç inanmıyorum. Hayır, sen kafayı mı yedin? Das sieht echt schon schön aus, das Parlamentshaus in Singapur. Aber das würde mich auch mal interessieren, was hier oben ist. Wird jetzt auch wieder Latschland. Ja, heute haben wir die Ladstand. Wir sperren sich schon langsam die Straßen ab. Heute in Singapur ist schon einiges los, überall irgendwelche Absperren, überall Polizisten. Was ist heute für ein Tag? Ja, aber in Ja, heute Singapur. ist die zweite diese Probe für den Nationalfeiertag. Und dann können wir da rüberlaufen eventuell. Da drüben, wenn wir da rüberkommen. Überhaupt. Ja, wir kommen da rüber. Dann laufen wir da lang. Was haben die hier Schönes? Also in dieser Stadt mit meinen 1,72 fühle ich mich schon etwas in dem Bereich, wie in Deutschland so die Leute 1,80 Meter so wären. Okay. So fühle ich mich. Also nicht so ein Ochse, so ein Riese, Mhm. aber halt so größer. Weil die sind alle, also die meisten sind kleiner als ich oder so groß wie ich. Wie auch anders halt diese räumliche Wahrnehmung ist, wenn du sobald in einem anderen Stadtteil bist. Ist Also, schon. man fühlt es doch, also hier ist es nicht so Auf jeden laut Fall. und Also Ding wie bei uns hier, da. hier fühle ich mich gerade so wie in Amerika beim Weißen Haus. Und das ist das Weiße Haus von Singapur. Nee, Schmarrn, das weiß ich gar nicht, aber könnte schon sein so. Aber da hinten ist das ganze Univiertel, SMU, was weiß ich. Oxford Hotel, die feiern heute ihren Abschluss, die ganzen Studenten. Nee, aber hast schon recht. Der Vibe ist Ja, überall etwas anders. Das ist so, als ob du wirklich von Stadt zu Stadt wegreist. Aber hier ist es halt Viertel zu Viertel anders. Opan, so eine leckere Gesellschaft. Ja? Gerade mit dem Wind. Bequem. Es zieht mir doch die Beine, es kühlt richtig gut ab. Oh, es kühlt unten richtig gut ab. Ja. Natürlich. Luftig. Rechts oder nochmal? Rechts, aber linke Straßenseite, würde ich sagen. Überdacht. Ja. Wir wollen ja kein Schnitzel werden. Ja, ich schon. Ich nicht. Das Einzige, was du willst Schokolade. Ich esse das zum Auf. Aber wenn ihr habt, ist so dann geht es schon. Ja, Weißt du? keine Ahnung.
Ich verstehe es nicht, weiß ich nicht. Also, Ich glaube, die Einwohner selber sind auch verwirrt, wo sie laufen. vielleicht waren das auch keine Einwohner. Ja, aber wir treffen ja nicht nur Touristen, aber alle laufen ja so durcheinander. School of Economics. Und manche bestehen dann drauf, dass sie dann halt von Ja. der Seite dann gehen, so. İnat. Ja. Ha, Anasını satayım, siktir git şuradan soldan. Yer yapmışım ağaca gireceğim ama. Ja, aber manche, ich weiß nicht, ob das bei den Chinesen allen so ist, die bleiben dann, die tun die nicht einmal so die Schulter etwas auf die Seite, die laufen wie ein Panzer da an dir vorbei. Wenn du nicht ausweichst, dann bist du weggerannt. Oder du rammst weg. Ja. Du musst dich dann so stark halten und dann rammst du auf den ersten Eingang zum Metro Station. Also ab dem jetzigen Zeitpunkt werden wir mehr Inder sehen und vielleicht natürlich auch Deutsche. Lady Lord. Das hört sich so richtig gay an, Alter. Lady Lord. Was ist denn das? Zum Essen hier kosten. Also bei dem Namen würde ich nie im Leben da reingehen und was essen oder trinken. Das hört sich so wie Gay Lord an. Lady Lord. Hier ist eine Moschee. Masjid. Namaz çekeceksin. So, jetzt kommen wir langsam in Little India an. Da ist schon Shish Mahal. Ah, vielleicht müssen wir da lang. Wir laufen schon wild durch die Gegend. Abim oraya yatmış. Allah. Mittagspause. Also so würde ich mir meine Mittagspause bei München auch gut vorstellen. Stell dir vor, da ist Konzert und du liegst einfach in der Ecke. Geil, Mann. Aber Gott sei Dank, heute Cappy ist dabei. Nicht immer noch satayım ya. Alter, ama güneş ilk koydu. Total. Ja. Sah auch interessant aus. Aber er hat so viel Hava geldi. Ja, Mann. Einmal kurz abkühlen. Ich glaube, Ja. das ist nicht so der Bahnhof. To Tekka Center. Also jetzt müssen wir schauen. Wir wollen ja nicht denselben Fehler wie gestern machen. Nein, wir laufen erstmal ein bisschen Ja, rum. wir schauen uns zwar durch, aber wir wollen ja nicht denselben Fehler wie gestern machen, dass wir ohne Bargeld versuchen Essen zu bestellen Stimmt. und dann auch angewiesen sind an nette Deutsche, die wir kennenlernen. Genau, da gibt's solche schönen Essen. Schon echt interessant. Es gibt so viel Verschiedenes, aber das Ding ist, in Singapur, das Essen ist auch wirklich sauber. Es ist nicht so, dass es nicht sauber ist. Wir machen dies echt schon gut. Und es essen auch ganz, ganz viele Leute hier. Ganz, ganz viele Leute. Es gibt sogar, haha, geil, Bodrum türkisch Döner. Finden wir mal wieder Volkan. Der ist da drüben. Volkan! Und? Alter, es gibt so viel Auswahl. Es gibt brutal viel Also, Auswahl. Schau mal, hier ist sogar Bodrum Turkish Kebab. Das habe Das ich auch Ding ist- schon gesehen, das habe ich auch gezeigt. Deswegen ist, ich weiß echt nicht, was man essen soll. Also ich würde am liebsten alles einmal essen. Schon echt gut. Und hier die ganzen Obst-, Gemüsestände. Sieht schon echt lecker aus. Fertig geschnitztes Obst. Sieht schon brutal lecker aus. Ich will mal da reinlaufen. Ja. Natürlich auch gelbe Melone. Die gibt's auch, hast du schon mal gesehen? Ja, ja, hab ich. Wir gegessen auch schon mal gelbe Melone. Ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. In der Türkei gibt's die auch. O zaman yemişimdir. Schmecken genauso. O Türkiye'den hatırladım. Dann, was für Bananen sind denn das? Die sind ja komplett schon schwarz geworden. Ama wir Und dann gibt's hier Metzgerei. die Metzgereien. Metzgerei mı geçeceksin? Ja, ja, gell. Okay. Schauen wir uns alles an. Hier sind auch gleich die Vögel, die Mitgegrillt werden. Ja, ich finde das echt geil. dann Fisch gibt's genügend. Schau dir den Fisch mal an. Ja, ja, brutal. Fische, wer Fisch mag. Ich esse keinen Fisch. Alles, was aus dem Meer kommt, soll im Meer bleiben. Oh, lecker. Krabben. Allgemein alles Fisch. Ach stimmt, da hast du den Leuten schon erzählt, dass du eigentlich hier fehl am Platz bist. Ich habe schon denen gesagt, dass ich keinen Fisch esse. Okay. Aber fehl am Platz bin ich nicht. Also ist ja nicht so, dass ich Fische nicht mag. Ist schon interessant. Ich esse es halt nicht. Ich ekel mich vor dem Aber Essen. weißt du, was das Krasse hier einfach ist? Du hast nicht diesen intensiven Fischgeruch. Das finde ich auch, was interessant ist. Fazla köşelere gitmeyelim. Am Ende landen wir als Fischfutter. Das könnte schon sein. Ja, aber geil. Ich wäre fast auf die Fresse geflogen. Sen kayıyorsun mu? Ja. Okay, dann bin ich nicht der einzige Dumme. Burada ama Türkiye'deki gibi bağırmıyorlar ha. Ja. 100 lira, 100 lira, 100 lira. Jetzt sind wir bei der Gemüseabteilung. Tomaten. Challenge yapalım mı? Ha? Gel bir. Du, gel. Was für ein Challenge? Einfach ganz random Nein, eine auf aussuchen gar und keinen einfach Fall. essen. Auf gar keinen Fall. Ich bin im Urlaub und nicht ja, auf der Flucht. Einmal Magen auspumpen gehen lassen. Ach so, na. Ja,
Ne oldu? Kadın öyle bir vardı ki zannettim bana bağıracak. Asuna. Asla. Nereye vardık? Keine Ahnung, aber ich glaube, Bro, wir... noch ein paar Kurven mehr, dann sind wir gleich am Fleisch schneiden. Müssen wir mitarbeiten. Ist ja gar kein Problem, vielleicht schneiden wir. Ich hätte Aber echt- schau mal dir die Gurken Aber an. was sind das nochmal? Richtig geil. Tanıdık geliyor da ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist nicht Limette. Nein, Limette ist größer. Nein, es kann ja kleine Limette sein. Echt? Ja. Ich weiß es echt nicht. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein, damit wir Cringe. das auch wissen und die anderen Zuschauer das auch wissen. Natürlich auch für das Ganze hier ein Like nicht vergessen und einmal abonnieren. Nereden gidelim? Düz gidelim gene. Also das Essen sieht hier schon richtig lecker aus. Die Gurken vor allem, schau mal, wie fresh die aussehen. Riech mal die Gewürze hier. Einfach nur geil. Indischer Traum. Sogar die Tomaten sehen hier leckerer aus als in Deutschland. Aber Limette. Ja, ich weiß, aber vielleicht sind es ja die kleinen. Das sind Honigmangos. Honigmangos, okay. Sehen komplett nochmal anders aus. Die Melonen hier. Wollen wir weiterlaufen? Ja. Geh mal wieder zur Hauptstraße Genau. und lauf Weil mal. es gibt ja mehrere solche Markt, aber jetzt wissen wir schon mal, dass hier sowas Interessantes gibt, wo wir eventuell später auch zum Mittag oder so essen. Ich will erstmal eigentlich frühstücken, obwohl es schon 12:45 Uhr ist. Hier ist Frühstück. Was willst du, wo willst du frühstücken? Ja, vielleicht gibt's ja noch sowas. Aber sieht schon hier interessant aus und hier essen ja auch viele Leute. Also Magen-Darm ist so hier, glaube ich, Also ausgeschlossen. du hast auch Schiss vor allem. Alles, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dann isst du mal. Das will ich sehen. Also ich habe 5 Wochen Malaysia überlebt ohne Probleme. Ich glaube, wir sind gefangen in der Rush Hour. Ich glaube auch, die Leute kommen. Ja, es ist ja Mittagszeit jetzt. Wahrscheinlich viele kommen zum Mittagessen. Ja. Ja, ich glaube sogar, die Leute hier in ihren Wohnungen, Häusern haben keine Küche. Ich glaub- Ich glaube allgemein das Essen gehen, also auch in den Hawker-Centern, ist glaube ich vielleicht sogar preiswerter, als wie sie es selber kochen. Kann sein. Schau, da ist Little India gegenüber. Ja. Hier alles, die Hauptstraße Little ist... India, nee, Little India Arkaden. Da können wir auch uns mal reinschleichen. Es ist echt so, dass sich das Wetter noch mal deutlich heißer anfühlt als wie gestern. Und ich bin am Überlegen, ich dachte mir einfach gerade nur so, Alter, bin ich froh, nicht die Hose von gestern anzuhaben. Die Reisehose. Weil in der hätte ich jetzt mich totgeschwitzt. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Das weiter in Little India. Ich habe gerade schon irgendwelche Magneten geholt, aber hier noch einmal, sehen schon echt interessant aus. Skulpturen und natürlich der Vulkan. Der Taifun. Durch die engen Straßen in Little India. Hier haben wir wieder Schmuck, Gold, Handys. Jetzt kommen wir auch schon gleich wieder auf die Hauptstraße drauf. Hier ist, glaube ich, so dieser Goldmarkt von Little India. Wollen wir mal rüberlaufen? Können wir mal? Also Singapur, Little India gibt's Ist echt so ein energisch. interessantes Goldmarkt. Wer Gold kaufen möchte, kann gerne nach Little India kommen. Du hast so viele verschiedene Sachen. Jetzt sind wir in der arabischen Gegend von Singapur. Hier ist die Moschee. Da ist das, wo man sich reinigt. Ha? I'm Muslim. Yes. Sen giremezsin diyor. Ben nereden bileyim? Patron mu değil mi? You want to wear this wrong one, you go to that side. Das war das Gebet. Die haben erstmal gedacht, dass ich kein Moslem bin. Dass du fehl am Platz bist. Genau. Darum wollten die mich von der anderen Seite schicken. Aber da ich Alhamdulillah Moslem bin, werde ich da reingehen und werde das auch immer wieder tun. Keiner kann mich von einem Gotteshaus verweisen. Danach, wo die es natürlich gecheckt haben, dass ich Moslem bin, haben die gesagt, da ich eine Short anhabe, dass ich
mir etwas Langes anziehen soll. Dann wurde ich von da nach da geschickt und im Endeffekt, ich bin reingegangen und habe mein Gebet verrichtet. Und ich meine auch für all diejenigen, die in einem Gotteshaus gehen, egal ob es Christen sind, Juden sind, Moslems sind, die Leute, die in ein Gotteshaus gehen, sollten auch nicht verwiesen werden und beten können. Es ist eigentlich nichts so Arabisches, sondern eher so Türkisch. Ich fühle mich gleich schon wieder zu Hause hier bei den Türken. Aber jetzt müssen wir mal mit irgendwelchen Türken quatschen, wenn es Türken gibt. Also ich bin nicht fehl am Platz, ich bin genau richtig, wo ich sein wollte. Sultan Turkish Restaurant. Sultan. Gibt es auch in München, Sultan. Hat sie auch in Singapur schon einen Laden geöffnet. Lass uns auf die andere Seite gehen, da sind noch andere türkische Restaurants. Ja? Wir müssen Okay, dann gehen wir Weil die sind dann vielleicht noch mal günstiger als wie der auf der Main Street. auf den Main Street. Ja. Ich dachte, es gibt nur Mavi Jeans, aber anscheinend gibt es auch Mavi Türkisch Restaurant. Türkisch-Libanese Restaurant. Hier gibt es auch türkische Musik. Hier warst du im Hostel. Ja. Gel o zaman. Gel ahali. Buraya mı oturup kahve içsin? Bak bakalım bir. Abi ben şey Var. Var. Türk kahvesi var. Kaç? 6.90. belki sonra Çay 19.90. Vay anasının götü ya. Ha şu fiyatlara bakın. 6.90. Nope. Gel ya Nope. ben kendim Türkiye'de Türk kahvemi içerim. Bak. Ana Gel ana bana kahve yap. Burada 6.90. bir. Ya bu Ne var orada? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum arkandayım bekle. Geç ama. Kodumun çocuğu ya. Wo bist denn der Volkan hin? Wo bist denn du hin? Nereye devam yürüdün? Arıyorum açmıyor. Neredesin? Ha. Ya önümde bir araba vardı ondan geçemedim. Hızlı hızlı geldi göt sonra gözümden kaybettim seni. Hıyar. Willst du dir was holen? Ja, wenn wir woanders nichts trinken, ich würde hier was holen. Ja, dann hol dir was. Weiß nicht. Jetzt sind wir von der Arab Street wieder nach Marina Bay Sands gekommen und werden jetzt etwas naschen, denn ich habe schon wieder Hunger. Willst du einen Kaffee und das Nee, ich will erstmal Toast. Ich habe so einen Schweinehunger, so richtig hungrig bin ich. Okay, Chili Tuna Egg Sandwich.
这个风楼 Yes, here. Drink coffee and tea. Your drink coffee, tea, coffee. You have Cola Zero? No, No, I nehme one iced tea. drink tea à? Okay, đi pha nổ, đi thôi. Mhm. Okay, let's go. For here. Da vorne sind doch welche, die so arbeiten. Oder? Keine Ahnung. The parade is at the other side, but there will be some performance like the parachute, Okay. house, and the artillery also. Okay. So you just see a part of it here. Yeah, you see a part of it. Okay. Also nur einen Teil siehst du von der Parade hier, mit Fallschirmspringern und Okay, wo ist der Rest? ja, der Rest ist auf der anderen Seite. Ja. An, Achso, ja, vom, entweder auf der anderen Gebäudeseite achso, wahrscheinlich. okay. Oder sowas. Heute ist auch ein besonderer Tag, aber am 9. August ein noch besonderer Tag von Singapur. Singapur wird 60 Jahre alt, beziehungsweise feiert Jubiläum und darum gibt es hier jetzt Feierlichkeiten. Es fängt an mit sehr vielen Paraden, mit sehr vielen Shows hier. Heute ist der 2. August. Es wird nochmal vor dem 9. August alles nochmal getestet, geprüft, ob alles passt. Sie machen Testfeuerwerk, Testparaden und ja, das wird alles hier bei Marina Bay stattfinden. Ganz genau hier. Vorne auf der anderen Seite hat das Ganze schon begonnen. Wir warten jetzt bis 18 Uhr und dann sollen hier auch schon mal Feuerwerk und Fallschirmsprung von der Militär ausgeführt werden. Ich zeige euch heute das Ganze direkt hier in meinem Kanal und ihr dürft dann dabei sein. Ihr werdet das Ganze sehen. Sehr viele Sicherheitskräfte, Polizisten, Soldaten sind schon hier anwesend. Wir sind am Marina Bay in Singapur. So sieht das Ganze aus. Es wird voller und voller. Und live mit mir ist auch der Volkan dabei. Der sitzt gerade hier unten. Der entspannt sich, bevor die Parade schon mal losgeht. Am 9. August ist Tag der Feier bei den Singapuranern. Und jetzt starten. Und jetzt seht ihr gleich auch die bewaffneten Polizisten hinter mir. Die laufen im Übermaß herum. Wenn solche Polizisten in Singapur rumlaufen, dann weiß man, dass irgendeine fette Veranstaltung stattfindet. So ist es. In Singapur sieht man eigentlich fast nie Polizisten, also sehr, sehr selten, weil alles kameraüberwacht ist. Aber heute ausnahmsweise hatte ich das Glück, hier zu sein in Singapur und ja, nicht die Hauptveranstaltung mitzumachen, aber wenigstens die kleine Schwester davon sozusagen. Das ist nämlich so die Vorbereitung dafür. Die testen jetzt erstmal alles und dann werden die das Ganze überprüfen nochmal. Also, das ist spannend. Wie gesagt, Singapur wird 60. 3, 2, 1.
yesterday we walked it 3 times, so we wanted to walk again, but It's possible. it's possible. Oh, okay. Yeah. Can we we go just here? jump Jump? over this and then walk over there, or I think you might just have to get through this place. Get through the crowd here. get through the Yeah. Okay. So you just gotta wait a little bit more. Okay. Yeah. No worries. But thank you. worries. No, but we Ben don't. geçeyim mi? We don't know. We're just asking because there are so many roads are closed, yeah. or they're saying you cannot cross here. That's the reason we are. is there possibilities to go? Get to your left. Get to your left. Get to your left. Es ist besser, wenn ihr über die Straße geht und dann hier, da werden weniger Menschen. Ja, das war ein echt netter. Ja. Die meisten sind eigentlich nett. Ja. Aber besonders, er ist ja auch Militär und so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich dachte Er jetzt, ist ja aber auch ein Mensch. ja, nein, aber ich dachte erstmal so, vielleicht kann er nicht Englisch, aber das können ja alle eigentlich. Ja. Obwohl es ja Muttersprache gibt, und immer viele Englisch. Das ist noch von den Chinesen. Das habt ihr gehört, das hat Volkan gesagt. Na, es ist aber wahr. Schau mal, es wird alles in Englisch gesagt und danach nochmal in Chinesisch. Ja, meine Augen sind ja schlechter, deswegen sind meine Ohren noch ein paar Prozent mehr. Viel zu krass. Free. On the right side. Und wir kommen über den Feld, aber Tja, dann machen wir halt mit. schießen jetzt. Da ist eine Lücke. Sind es nicht Feste? Da ist eine Lücke. Jetzt bleiben sie stehen. Jetzt noch. Oder geht. Gel burada. Nerede? Buradan. Gel. Hepsi. Da warmış ya. Das ist so für die, die noch geblieben sind. Ohne schon. Aber da man das so von überall sieht, Und hört. in ganz Singapur, plus Malaysia, plus Indonesien, Was wohl? auf den Häusern. Ja, das hab ich. Und finish. Na, sag das nicht. Das kommt die ganze Zeit wieder. Einen wunderschönen guten Morgen aus Singapur. Das ist unser dritter Tag in Singapur, der Abreisetag. Und Ja. vorerst der letzte Tag, an dem wir uns beide sehen. Genau. Ich ziehe jetzt weiter nach Batam, Indonesien, und du ziehst weiter nach? Bangkok, Thailand. Ja, Und mal gucken, wann wir uns wiedersehen. genau. Also ich werde wahrscheinlich nach Kuala Lumpur, Malaysia, nach Batam fliegen und dann dort ein paar Tage bleiben. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wann ich in Bangkok ankomme. Vielleicht reist ja der Volkan schon wieder weiter. Aber man weiß ja nie. Er muss für sein Studium noch ein paar Sachen machen. Genau. Dann. Also, Ich auf, lass Auch. dich nicht ärgern. auf jeden Fall, du auch nicht. Hab Spaß. Du auch. Lern neue Leute kennen, bevor ich komme nach Bangkok. Natürlich, ich lasse dich applaudierend auf dich warten. Alles klar. Ja, dann, wir sehen uns. Bis dann. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt geht's alleine weiter. Das, was ich mir ganz am Anfang vorgenommen hatte, wird jetzt wahr. Ich bin alleine on Trip. Let's go. No more sleepless nights, no more waiting in the dark for shadow lights. Took back my heart, now I see the truth. I was breaking just to be with you. I don't need your empty words. I don't need the pain I've learned. I found the strength to stand alone. Now this heart is finally home. Four more tears to cry. No more losing sleep. No more drowning in the lies you used to speak. Took back my heart.
be with you. So don't call my name, don't say you've changed. I'm walking free without the pain. So, liebe Leute, jetzt bin ich im Schiff Richtung Batam. Bin schon durch die ganzen Kontrollen durch. War ganz easy. Und jetzt geht es nach Batam. So sieht das Ganze hier aus. Harus kenakan jaket keselamatan Anda terlebih dahulu sebelum menolong anak Anda. Dalam keadaan darurat yang mengharuskan penumpang untuk meninggalkan kapal. Wie war es in Singapur? Viel zu kurz. Es waren 2 kurze Tage. Wir sind am ersten Tag in der Früh um 5 Uhr angekommen. Am Flughafen konnte leider nicht mal den Wasserfall am Flughafen anschauen. Wir haben was gefrühstückt. Dann sind wir direkt zum Hostel hingelaufen. Nachdem wir im Hostel waren, haben wir unsere Taschen abgelassen. Und dann ging es schon los mit Marina Bay. Sind wir hochgegangen, haben dort was getrunken mit Volkan. Waren auf jeden Fall interessante Tage. In Chinatown, Little India, Arab Street, zur Moschee, haben sogar gebetet, direkt in der Moschee. Mit der Abreise von hier weg neue Leute kennengelernt. Leider konnte ich nicht mehr die Gardens by the Bay anschauen, war viel zu kurz dafür. Es gab vieles, was man sich nicht anschauen konnte. Ich meine, Singapur ist ein sehr, sehr schönes Land. Man braucht wirklich Zeit und Geld, weil Singapur ist schon echt teuer. So, jetzt ruft mich gerade in diesem Moment der Volkan an. Er sitzt am Flughafen und ich bin schon im Schiff drinnen. Warte mal, ich stelle dich mal auf laut, damit die Zuschauer hier mithören können. So, Lautsprecher. Also ich habe ein Produkt von Estee Lauder gratis bekommen. Bei einem Disney-Gewinnspiel. Ich weiß aber noch nicht, was da ist, auch noch was dran. Und in dieser Lounge, in der ich gerade bin, die hättest du gestern gebraucht gehabt. Weißt du warum? Warum? Erzähl. Warum wir die gebraucht hätten? Du bekommst einfach alle Getränke in Dosen. Wie? Also du hast einen Kühlschrank, wo alles in Dosen halt abgefüllt ist. Und du kannst auch bestimmen, warum man damit auch einen Flieger mitnehmen. Ach geil, das ist geil. Ich musste mir jetzt am Hafen was kaufen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hier in der Lounge gibt es auch sogar Ramen als Essen. Ramen? Rahmennudeln, ja. Ah, geil. Nice, dann wünsche ich dir einen guten Appetit da in deiner Lounge. Dankeschön. Und dir viel Spaß auf deiner Schifffahrt. Ja, wir sind jetzt gerade gestartet. Ich habe ein bisschen erzählt, was wir so gemacht haben den Leuten, wie es war, dass wir in Chinatown waren, Little India waren. Leider nicht bei den Garden by the Bays. Schnelle 2 Tage. Und aus Singapur so sehr gelebt, du willst bestimmt nochmal hingehen. Ja, mal schauen. Also vielleicht noch diese Reise, vielleicht auch die nächste Reise. Also man weiß ja nie, wann man wieder herkommt. Bei uns läuft ja alles spontan. Viel Spaß. Wir hören uns. Danke, wir hören uns. Bis bald. Ich hoffe, noch schönes Essen. Auf Wiedersehen. So, Guten Flug, gib Bescheid, wenn du ankommst. Mach ich. Achso, anscheinend brauchst du auch ein weiteres Flugticket von Thailand aus, um überhaupt einreisen zu können. Echt? Weil Und? die am Gate hat mir gesagt, hat mich gefragt, ob ich weiterfliege oder wohin ich gehe. Dann habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Und dann meinte sie nur so, ja, okay, für sie ist es in Ordnung. Sie sagt jetzt nichts, aber wenn ich dann, sobald ich einreise, muss ich ein Ticket haben. Ansonsten lassen die nicht rein. Und dass sie sehr streng sein. Echt? Okay. Und dann müsstest du sozusagen in Thailand ein Ticket kaufen, wenn du dort bist, oder würden die dich wieder zurückschicken? Bestimmt, wenn du eine Pre bist, kannst du auch dann sagen, hey, ich kriege jetzt ein Ticket. Aber also, und es gibt ja noch die Möglichkeit mit diesen 24 Stunden oder 48 Stunden Tickets, die wird wahrscheinlich dann wissen. Okay, das musst du mir auch dann sagen, wenn ich komme, wie ich das mache. Oder schick mir so einen Link, wo du das machst. Dann kann ich das auch machen, wenn ich nach Thailand komme. Ja, mach ich, die schicke ich dir jetzt. Genau, super. Okay, görüşürüz. Görüşürüz, bye bye. Also, mit Volkan auch telefoniert. Habt ihr gehört?
Man braucht ein Ausreiseticket für Thailand. Er fliegt jetzt nach Bangkok, aber es gibt ja so 24-Stunden-Ticket oder irgendwie sowas. Und das wird er sich jetzt dann anschauen, wie er das macht. Wird mir dann einen Link schicken, weil ich fahre auch bald dann nach Thailand, fliege nach Thailand, Bangkok. Und da brauche ich dasselbe Spielchen wie er. Alles klar. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich dann in Batam bin. Bis später. Peace. Die Reise dauert ungefähr eine Stunde von Singapur nach Batam. Wird schon schief laufen. Mit einem blauen Himmel wäre es natürlich schöner alles. Leider ist es nicht so, dass ich blauen Himmel heute habe, alles bewölkt. Coole Sache. Batam, ich freue mich auf dich. Ich komme. Singapur war leider zu kurz. Vielleicht bei dieser Reise werde ich nochmal hinfahren oder hinfliegen, je nachdem. Ich wollte mir unbedingt Garden by the Bay anschauen. Leider war nicht mehr die Zeit dazu. Es gab eine Riesenveranstaltung, weil Singapur 60 Jahre alt wird. Darum konnten wir nicht mehr in die Gardens by the Bay rein. Das heißt, see you next time. I love you.